Wer hier die Handelnden Verbrecher nennt, der sieht sich meist Strafverfolgung ausgesetzt. Es gibt keine Existenzberechtigung für Ursula von der Leyen in ihrem Amt. Es gibt keinerlei Existenzberechtigung für diese Kommissare. Das kann wirklich nicht sein. In Deutschland sind wir tief in einer Verfassungskrise. Hey Leute, das müsst ihr hören. Paul Brandenburg nimmt kein Blatt vor den Mund. Ursula von der Leyen und die EU, keine Existenzberechtigung. Er spricht von einer Demokratiekrise, davon, dass unsere Regierung ohne Mehrheit einfach weiter regiert und erklärt, warum der Staat uns nur als Kreditmasse sieht. Aber das ist noch nicht alles. Er fordert eine Revolution des Systems, die Abschaffung der EU in ihren jetzigen Form und eine echte Demokratie für die Bürger. Wie soll das gehen? Und warum sagt er, dass man Deutschland loslassen muss, um es zu retten? Das hier ist keine normale Kritik, das ist ein Aufruf zum Handeln. Wenn ihr verstehen wollt, worum es wirklich geht, dann müsst ihr dieses Video sehen. Eure Meinung ist gefragt. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und teilt das Video. Auf geht's! Ermächtigung ist ein sehr schönes Stichwort. Wie könnte denn eine solche Ermächtigung der Technik, aber auch eine Demokratisierung des Wissens, eine Aneignung des Wissens, das quasi geheim gehalten wurde in der Vergangenheit, wie könnte denn ein solcher Prozess aussehen? Ich glaube tatsächlich, und da kommt meine Amerika-Freundschaft durch, wir sehen Beispiele, wie das aussehen kann. Wo stehen wir heute, 2024, Ende des Jahres? In einer Situation, da in den USA, bei aller Kritik, die man an ihnen haben kann und muss, schon lange ein Prozess des Aufklärens, der Verantwortlichkeitsmachung besteht. Da spricht der künftige Gesundheitsminister offen aus, dass die früheren Behördenleiter, dass Fauci betrogen hat, dass gemordet wurde tatsächlich, während das noch in Europa völlig tabuisiert ist. Wer hier die Handelnden Verbrecher nennt, der sieht sich meist Strafverfolgung ausgesetzt. Was ist da passiert? Ich glaube, es ist ein Akt der Emanzipation, der stattfinden muss. Und da sind, glaube ich, wir Deutschen und Österreicher gemeinsam in einer Situation, dass wir sehr zur Obrigkeitsgläubigkeit neigen. Noch immer dazu neigen, den Staat, den Vaterstaat als eine Autorität anzuerkennen. Also, ich sage es immer vereinfacht, an den Weihnachtsmann zu glauben. Wir akzeptieren noch immer, dass der Weihnachtsmann die Geschenke bringt und uns sagt, ob wir gut oder böse fahren. Und wenn man es ganz platt ausdrückt, müssen wir den Weihnachtsmann umbringen. Und sagen, es gibt ihn nun mal nicht. Wir müssen uns emanzipieren, uns ermächtigen und sagen, nein, das akzeptiere ich von dir nicht, Staat. Du hast nicht das Recht, dort einzugreifen. Das nehme ich einfach nicht hin. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine Art Revolution eigentlich unseres Staatsverständnisses bedarf, eine Demokratisierung unserer Staatsstrukturen, die sich am stärksten niederschlägt, aus meiner Sicht, niederschlagen muss in der Abschaffung der Europäischen Union, wie wir sie heute haben. Eine antidemokratische Struktur supranationaler Art, die keinerlei demokratische Legitimation hat. Und wir Bürger in den Insassenstaaten akzeptieren das einfach. Es gibt keine Existenzberechtigung für Ursula von der Leyen in ihrem Amt. Es gibt keinerlei Existenzberechtigung für diese Kommissare. Das kann wirklich nicht sein. In Deutschland sind wir tief in einer Verfassungskrise. Wir haben eine Regierung, die keine Mehrheit mehr hat und trotzdem Neuwahlen verhindert. Also ich glaube, das ist der Ansatzpunkt, denn es ist ja die Frage, wie wir es zulassen, dass uns diese Technik vorenthalten wird. Es geht nicht darum, dass wir die bessere Kodierungstechnik nun irgendwo im Volk haben, sondern wir müssen den Anspruch haben als Bürger, dass der Staat kein Recht hat, uns das vorzuenthalten. Sofort eine Art Wortergreifung von unten, um sozusagen den Herrschenden die Legitimität zu entziehen. Ich glaube, habe ich das richtig verstanden? So sehe ich es. Und ich glaube, das tun wir ja auch gerade, weil die Frage natürlich berechtigt ist, ja, wie macht man es jetzt konkret? Was ist denn jetzt dein Vorschlag? Auf eins ist ein Teil der Lösung. Auf eins ist ein Sender, der demokratisch agiert, der sich unabhängig macht von den Geldgebern, von den Zentralredaktionen und selbst Transparenz schafft. Davon braucht es noch viel, viel mehr. Alleine kann es dieser Sender nicht schaffen oder ein Podcast, den ich mache. Aber was tun wir da? Wir verwehren uns gegen die Einflussnahme von Geldgebern, von Zentralredaktionen im Hintergrund, die uns steuern wollen und sagen, nein, wir sprechen das offen aus. Und das ist aus meiner Sicht der Weg. Das ist der Weg, diese Eliten zu unterlaufen. Eliten waren jetzt schon öfter Thema, haben Sie auch angesprochen, vor allem auch gemahnt, die aktuelle Elite nicht sozusagen durch eine andere zu ersetzen. Jetzt kann man natürlich, Sie haben Amerika erwähnt, der künftige Gesundheitsminister, Donald Trump an der Spitze, das sind ja auch in einer gewissen Art und Weise Elon Musk Eliten, die sozusagen aus der Gegenrichtung kommen. Eine Gegenelite könnte man sein. Und was ich jetzt auch ein bisschen provokant Sie gerne fragen würde,
ist so ein Prozess, dass sich gesellschaftlich im Widerstreit auch zu herrschenden Eliten auch Gegeneliten bilden, sozusagen eine Auslese der Besten, der Tüchtigsten, die dann in der Lage sind, dieses System auch tatsächlich herauszufordern. Ist das nicht auch so etwas wie eine anthropologische Konstante, dass es hier so eine Art gesellschaftliche Hierarchie gibt, ohne das immer sofort mit negativen Dingen assoziieren zu müssen? Ist das, können Sie das nachvollziehen? Absolut, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Das haben Sie ja völlig recht aus meiner Sicht. Es ist doch ein kontinuierlicher Kampf von denen, die sich als Adel gerieren oder sehen. Woher kommt der Adel? Es war eben nichts anderes als die herrschende Familie, der stärkste Familienbund, der in einer Region irgendwann gesagt hat, so jetzt verlange ich Zoll, wenn du hier durchreiten möchtest, lieber Herr, dann gibst du mir etwas ab. Aus dem Adel entstanden dann diese Herrschaftsstrukturen, die sich ja bis heute fortpflanzen. Wir nennen es heute nun nicht mehr Graf oder Herzog oder wie auch immer, aber Klaus Schwab geriert sich wie einer und auch Trump oder die Familien Kennedy oder die Familien Bush. Man sagt, in Amerika herrschen vielleicht ein Dutzend Familien, Clans über die Zeit. Es ist nichts anderes als Adel, natürlich. Wir haben andere Strukturen, ob das Geheimlogen sind, von Freimaurern über Templer, was weiß ich was. All das ist die Neigung der Menschen natürlich, Interessens- und Geldbünde vor allem abzuschotten vom restlichen Pöbel und zu sagen, wir schieben uns die Vorteile gegenseitig zu. Jetzt können Sie kulturpessimistisch sagen, das wird es ja immer geben, da bin ich bei Ihnen. Ich glaube auch, das gibt's immer. Die Frage ist, wie gleichen wir das aus? Wie sorgen wir dafür, dass die Gegenkraft auch groß genug bleibt? Und ich glaube, da kommt die Technik wieder ins Spiel. Da gibt uns die Technik eine Chance. Denn was ist passiert in den letzten Jahren? Warum ist demokratisches Fernsehen wie auf eins möglich? Weil der Aufwand vergleichsweise gering ist. So wie wir heute hier dieses Gespräch produzieren. Ich habe es im öffentlich-rechtlichen Fernsehen erlebt, im Deutschen Staatsfunk. Es war die 8- bis 10-fache Menge Menschen dabei. Die Kosten für eine Produktion wie diese hier, das waren 5-stellige, 6-stellige Beträge, die da verbraten wurden. Davon träumen Sie, das würden Sie im Leben nicht ausgeben für so ein Gespräch. Das ist durch technischen Fortschritt leichter geworden für uns, miteinander zu sprechen. Man kann uns im Internet zensieren und jagen. Das geschieht ja auch. Ich werde gejagt. Aber es fällt mir leicht, mit einer Handvoll Menschen im Team, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, technische Lösungen zu finden, das zu umgehen. Deswegen glaube ich, ist die Technik unsere Chance, um diesem Weltenadel etwas entgegenzusetzen. Und Sie haben völlig recht. Ich halte Donald Trump oder Elon Musk auch nicht für die Lösung. Wenn man sich die Kooperationspartner von Donald Trump anschaut, da ist der gleiche Herr drin, Peter Thiel, der Palantir finanziert, also der hinter der amerikanischen Spionagefirma Nummer 1 steckt, der auch Rumble damit trägt, während Rumble aber in Frankreich gleichzeitig wieder verboten ist, weil es da zu demokratisch ist. Ich will sagen, das sind keine klaren Schwarz-Weiß-Grenzen zwischen denen. Das sind halt Grauzonen. Ja, und wir müssen, da glaube ich, pragmatisch sein und schon sagen, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich halte Donald Trump für uns in Europa für eine gute Entwicklung. Auf keinen Fall aber für einen Erlöser. Ja. Denn es ist bestimmt nicht sein Interesse, uns nun hier von unserem tiefen Staat zu befreien. Punkto Technik, diese Perspektive finde ich sehr interessant. Oft wird er, sag ich mal, gerade im alternativen Milieu der fortschreitenden Technik, der Digitalisierung, Stichwort KI, Sie haben es schon angesprochen, mit sehr viel Skepsis und auch einer gewissen Furcht entgegengeblickt. Wir haben es auch kurz im Eingangsvortrag gehört, die Digitalisierung als Möglichkeit der Herrschenden sozusagen ihre Macht über die Untertanen sozusagen quasi ins Endlose zu erweitern. Möglichkeiten an der Hand zu haben, von denen Päpste, Könige, Kaiser nur träumen könnten. Wie ist denn hier der schmale Grat? Wie kann man denn diesen schmalen Grat gehen, dass Technik uns zwar nützt durch Effizienzsteigerung, durch auch Demokratisierung, dass eben ein kleiner Sender wie auf 1 sozusagen hochwertige Produktionen abliefern kann, aber eben auch dann nicht sozusagen durch die Technik kontrolliert zu werden, weil sie missbraucht, instrumentalisiert, wie auch immer. Wie könnte das aussehen? Gute Frage. Wenn Sie gestatten, dass ich etwas aushole. Ich glaube, dieses Problem hatten wir auch schon immer. Das ist seit der Erfindung des Schießpulvers, des Buchdruckes, des Rades so. Es war immer so, dass die Eliten, der Adel, das für sich beanspruchten und es irgendwann dann freigaben. Selbst beim Rauchen lernte ich erst vor kurzem. Es war dem gemeinen Volk verboten, lange Zeit zu rauchen, bis unter Metternich das freigegeben wurde. Da dürfte der Pöbel dann rauchen. Und der Pöbel hat artig gehorcht und es mitgemacht. Ich glaube, da liegt es. Hören wir auf zu gehorchen. Werden wir erwachsen, emanzipieren wir uns und sagen wir Herrn Scholz, nein, Sie mögen sich Bundeskanzler nennen, aber Sie haben über mich keine Macht. Darin liegt die Lösung und nicht in der Frage, ob man Technik erlaubt oder verbietet. Ich bin da Positivist und bin da relativ, glaube ich, illusionsfrei. Ich glaube nicht, dass Technik, die vorhanden ist, sich verbieten lässt. Von der Atombombe bis hin zur digitalen ID. Wenn sie vorhanden ist, wird sie verwendet. Die Frage ist, wie wir dafür sorgen, dass der Missbrauch von Technik für denjenigen, der sie missbrauchen möchte, so unattraktiv ist, dass er es unterlässt.
Beispielsweise bin ich der Überzeugung, Ulrike Gero hat völlig recht, wenn sie sagt, es braucht ein verfassungsmäßig garantiertes Recht auf ein digital freies Leben, auf ein analoges Leben. Niemand darf gezwungen werden, die ELGA in Österreich verwenden zu müssen, die elektronische Patientenakte. In Deutschland gibt es jetzt ein Pendant und den elektronischen Impfausweis. All das muss optional sein. Der Bürger muss über sich selbst und seine Daten die absolute Macht haben. Und es ist sein Privileg, seine Souveränität, sie mit jemandem zu teilen, dem Arzt oder dem Staat zu sagen, du darfst auch einmal hineinschauen. Da liegt der Schlüssel. Und wenn wir das verbriefen, wenn wir das als Gemeinübereinkunft festgeschrieben haben, dann stehen entsprechende Strafen auf einem Verstoß dagegen. Dann wird es wie in Amerika beispielsweise ruinös für eine Schadensersatzklage, wenn ein Versicherungskonzern dagegen verstößt. Das ist alles machbar. Es ist eine Frage des Wollens. Und nein, ich bin kein Pessimist, was KI angeht. Ich sehe all das Bedrohungspotenzial. Sie können sich vorstellen, Frau Nancy Faeser, die mich persönlich offensichtlich sehr hasst, ich habe viele Indizien dafür, die deutsche Innenministerin noch, die träumt von einer Bürger-ID. Die möchte jedem deutschen Staatsbürger eine Zahl zuordnen, mit dem er sämtliche Dienstleistungen des Staates, schon diese Bezeichnung, der Staat als Dienst, das ist vollkommen abstrus, ja, dann sein Leben lang damit verbindet, darunter speichert. Da muss man ihr schallend entgegenrufen, nein, der Staat muss so konstruiert werden, dass er ein Minimum an Daten über seine Bürger nur sammeln darf. Und diese Datenschätze dürfen nicht etwa verbunden werden. Die Polizei hat nicht zu wissen, was ein Arzt über sie weiß. Und umgekehrt hat das Finanzamt nicht zu erfahren, was sie einmal mit der Polizei zu tun hat. Ne? Das müssen wir klar trennen. Es ist das Gleiche wie immer. Machtteilung, effektive. Das Gegenteil sehen wir ja vor allem in Deutschland. Ich spreche eben über den deutschen Zustand natürlich. In Österreich ist vieles besser, nehme ich an. Aber wir sehen, wie die Gewaltenteilung überwunden wurde. Also überwunden im negativen Sinne. Wie Daten zusammengeführt werden. Das müssen wir eben genau gegenteilig organisieren. Aber das können wir leisten. Sie haben den politischen Willen angesprochen, der auch dahinter steckt, auch welchen Umgang man mit Technik pflegt oder mit anderen Machtmitteln sozusagen. Wie könnte sich denn ein alternativer politischer Wille artikulieren? Ist das eine alternative Partei? Ist es ein Protest von unten, eine Bewegung von unten? Wie kann denn so etwas dann auch sich tatsächlich politisch Ausdruck verleihen? Ich glaube, das erleben wir gerade. Wir erleben es in Österreich in Form der FPÖ. Wir erleben es in Deutschland in Form insbesondere der AfD. Dann gibt es mit dem BSW auch noch eine ähnliche. Das muss man immer trennen, was diese Parteien in Realität tun und wollen, wie vielleicht die Funktionäre sich wieder verhalten. Ich sehe viele Anzeichen, dass alle diese genannten Parteien sich auch in Altparteienmanier wieder verhalten. Es gibt viele Dinge, die ich daran kritisieren könnte, aber in dem Zuspruch, den diese Parteien erfahren, erkenne ich ja einen Bruch der Bürger, die sie wählen, mit dem etablierten System. Wir haben nach meiner Wahrnehmung in Österreich und Deutschland ja sehr ähnliche Korruptionsniveaus im Altparteiensystem. Da müssen wir gar nicht zu gewissen Videoaufnahmen zurückblenden. Da gibt es in Deutschland ähnliche Vorgänge. Die personelle Verquickung zwischen den politischen Instanzen und den sogenannten zivilgesellschaftlichen und unabhängigen, ob das Gewerkschaften sind und ähnliche Strukturen, hat ein Maß erreicht an Parteienkorruption, dass der Bürger es nicht mehr will. Es ist so satt. Es wurde seit Jahren mit Politikverdrossenheit beschrieben. Da haben Parteien, da sind neue Parteien reingestiegen, haben sich getraut und wir erleben in diesen Parteien, nach meiner Wahrnehmung, nun auch einen Kampf zwischen dem Beibehalten dieser Fundamentalopposition und dem langsamen Anpassen an das Regime. Nehmen wir die deutsche AfD, die initial ganz klar sagte, Euro-Abschaffung, raus aus der EU. Dann hören wir zwischenzeitlich von der AfD-Chefin Alice Weidel, naja, Moment, vielleicht kann man ja die EU auch wieder reformieren. Jetzt zur vorgezogenen Bundestagswahl, da hält sie den Dexit wieder hoch. Was geschieht da? Ich glaube, es ist eine Form von Opportunismus, wo diese Neuparteien sich überlegen, was müssen wir tun, um vielleicht doch akzeptiert zu werden von den Altparteien. Und das halte ich für den falschen Weg. Ich glaube, wir müssen uns trauen, einen Kontinuitätsbruch herzustellen. Ich sage in Deutschland ganz klar, wir brauchen eine Revolution für unser Grundgesetz. Wenn wir das wollen, was im deutschen Grundgesetz steht, in der deutschen Verfassung, die ich persönlich für großartig halte in ihrem Text, wenn wir einen demokratischen, freien Rechtsstaat wollen, dann können wir keine Kontinuität vom gegenwärtigen Regierungs- und Parlamentarsystem haben. Und ich glaube, wir brauchen den Mut, das auszusprechen. Wir brauchen Bürger, die das fordern, Wähler, die das klar von ihren Parteien fordern, die auch sagen, liebe FPÖ, liebe AfD, ich habe dich deswegen gewählt, ich verlange das von dir, dass du es jetzt auch umsetzt. Ja, ich bin da hoffnungsvoll, weil ich diesen Prozess erkenne, in unser beider Ländern zumindest. Steht am Ende aber vielleicht auch immer die Hoffnung, dass das dann umgesetzt wird und eine Art eigener Machtlosigkeit, wenn das nicht passiert. Was hat denn das Volk dann für ein Machtmittel, um alternative Parteien oder auch das herrschende System sozusagen
zu zwingen, darauf einzugehen? Wie schätzen Sie da das Potenzial an, um eben diese freie Welt von morgen dann auch tatsächlich Realität werden zu lassen? Das Potenzial ist sehr, sehr groß. Das Schwierige ist, dieses Potenzial zu heben und den Mut zu haben, es zu nutzen. Ich kann immer nur sagen, ich kann das zeigen, was ich selber tue, um das auszuüben. Ich selber habe mein Land verlassen, bin ins Exil gegangen im März diesen Jahres, weil ich das musste einerseits. Man hat mich mit der Polizei terrorisiert, das tut man immer noch. Was tue ich dadurch? Ich entziehe meinem Staat mein Geld, meine Steuern und mache ihn damit weniger kreditwürdig. Letztlich ist der einzelne Mensch, der Untertan, der Insasse eines Staates, aus Sicht des Herrschenden nichts weiter als Kreditmasse. Ein Staat ist so lange funktionsfähig, wie er an den Finanzmärkten der Welt kreditwürdig ist. Solange seine Staatsanleihen ein gutes Rating haben, interessanterweise setzen das immer amerikanische Agenturen fest, wie genau das Rating von Österreich oder Deutschland ist. Und die Kreditwürdigkeit ist letztlich eine psychologische Größe, die abhängig ist von dem Potenzial, das man ihm volkswirtschaftlich zubilligt. Über das deutsche volkswirtschaftliche Potenzial muss ich nicht dozieren, das kann jeder sehen, wie es im freien Fall ist, wie die Infrastruktur im freien Fall ist, wie die Arbeitsplätze abgeschafft werden, wie der größte deutsche Autobauer, die größten deutschen Autobauer auf Talfahrt gehen. Was können die Menschen tun? Auswandern. Ich weiß, wie viel gefordert das ist. Ich weiß, wie schwierig es ist für jemanden, der sich gerade über Wasser hält, dem man dem sagt, nun pack die Sachen und wander aus. Aber ich meine es so. Und wir haben es in der Geschichte immer wieder erlebt. Wir haben die großen Auswanderungswellen in Europa erlebt, die meistens in die USA gingen. Zu was führte das? In allen Fällen zu einem Zusammenbruch des Systems in Europa, zu revolutionären Entwicklungen in Europa und zu einer kontinuierlichen Stärkung der US-amerikanischen Volkswirtschaft. Wenn wir das den Amerikanern nicht wieder schenken wollen, und sie wollen es wieder haben. Donald Trump hat klar gesagt, ich will, dass die deutsche Autoindustrie die amerikanische Autoindustrie wird. Der wird es durchziehen, weil er meint America first. Und ihm ist Europa vollkommen egal. Zu allerletzt interessiert er sich für Deutschland. Ich glaube, der einzelne Mensch muss sich bewusst werden, für meinen Staat bin ich nur eine wirtschaftliche Größe. Meine größte Macht liegt darin, mich dem zu verweigern, mich dem zu entziehen. Wander aus, zahl keine Steuern, mach dich unabhängig von diesem Staatsgebilde, von diesem Regime und damit übst du den größten Druck aus. Es ist für viele Menschen das Land, in dem sie leben, der Staat, in dem sie sich aufhalten, sei es Deutschland, Österreich, die Schweiz, nicht einfach nur ein Staat, eine abstrakte Bürokratie, sondern Heimat, Familie, soziales Umfeld, Verwurzelung. Für mich auch. Aber auch das Volk. Glauben Sie, dass das ein Preis ist, die Aufgabe all dessen, den man in dieser Zeit zu zahlen hat? Oder dieses Spannungsfeld, auch diese Ambivalenz, die Heimat aufzugeben, um sie eigentlich wieder retten zu wollen, ist das ein gangbarer Weg überhaupt für den Großteil der Menschen? Ja, ich sage ganz klar ja. Ich sage, wer Deutschland liebt, muss es loslassen. Ich bin der Überzeugung, dass im Falle Deutschlands die Bundesrepublik ein Zombie-Staat ist. Das Vertrauen in diese Republik ist weg. Das zeigen Zahlen, das zeigen Umfragen auch der Staatsmedien. Schönstes Beispiel ist eine Umfrage des Deutschen Beamtenbundes. Diese Organisation ist ja weit weg von dem Verdacht, in irgendeiner Weise staatsfeindlich oder revolutionär zu sein. Seit vielen Jahrzehnten macht der Deutsche Beamtenbund Umfragen in die Glaubwürdigkeit der Institution oder betreffend die Glaubwürdigkeit der Institutionen, fragt, wie sehr vertrauen Sie dem Staat, den politischen Instanzen. 9 von 10 Deutschen haben kein Vertrauen in die Politik und die Institutionen des Staates. Und ein Staat ist wie eine Ehe. Es ist vollkommen egal, was auf dem Papier steht. Sie müssen es wollen. Wenn man es nicht mehr will, kann man 10-mal verheiratet sein, dann wird es nicht funktionieren. Das heißt, diese Bundesrepublik ist eigentlich tot. Wie sorgen wir nun endlich dafür, dass die stinkende Leiche abgeräumt wird? Wir müssen diejenigen, die diese Leiche weiter fleddern, zwingen, aufzuhören. Und das sind eben Parteikorruptionseliten, die weitermachen werden, bis kein Geld mehr da ist. Die mächtigste Waffe ist, ihnen das Geld zu entziehen, die Wirtschaftskraft zu entziehen. Ja, ich meine es tatsächlich so, da ist Auswandern ein Weg. Wie endete denn die DDR? Durch Massenflucht. Es war ein ähnliches Spektakel. Da sind die Menschen mit den Füßen abgestimmt, wie es so schön heißt, bis da eben nichts mehr an Lüge und Selbsttäuschung auch in den oberen Etagen noch halten konnte. Die Menschen rennen weg. Es muss nicht die Hälfte der Bürger das Land verlassen, aber wir brauchen ein klares Entziehen der Macht. Ja, das glaube ich tatsächlich. Braucht ja auch Menschen dann, die Veränderung in diesem Staat anstoßen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mit Ihrem Beispiel die Auswanderung nach Amerika nehmen, im 18., und 19. Jahrhundert durch Deutsche, dass die große Einigung, die große Vision auch des 18., und 19. Jahrhunderts, ein deutscher Nationalstaat, der hat sich ja dann 1871 durch die Deutschen verwirklicht, die geblieben sind,
und nicht durch jene, die ausgewandert sind. Oder zurückgekommen sind. Nehmen wir wieder Ostdeutschland, was ein wunderschönes Beispiel ist, weil alle Reform momentan in Deutschland, alle Kraft kommt aus dem Osten. Das sage ich immer wieder gern, weil die Ostdeutschen, die sich damals emanzipiert haben, die aufgestanden sind, sagen ganz oft, ich lasse es mir jetzt nicht wegnehmen. Wir haben seit vielen Jahren eine sehr große Rückwanderung. Nehmen Sie die Region Leipzig, Sachsen. Da sind weitaus mehr Rückwanderer aus den neuen Bundesländern als Efflux mittlerweile. Also ich glaube, dass die Lösung darin besteht, nicht Deutschland zu verlassen auf Dauer, sondern es Eine temporäre. Richtig, das loszulassen und es dann wieder neu aufzubauen. Ich habe sicherlich nicht mit Deutschland abgeschlossen und gesagt, ich werde meinen Lebtag nicht zurückkehren, sondern freue mich darauf, da ein anderes Land zu sehen in Zukunft. Das ist ein gutes Stichwort für unsere letzte Frage. Das Deutschland, in das Sie gerne zurückkehren. Wie sieht das noch einmal ganz kurz skizziert aus? Das ist ein emanzipiertes Deutschland, was in Europa mit seinen Nachbarstaaten endlich partnerschaftlich, frei und auf Augenhöhe lebt. Das ist ein Deutschland, das seine Volkswirtschaft auf diesem Kontinent nutzt, um eben wirklich Europa zu emanzipieren und mit den anderen europäischen Staaten zusammen zu sagen, wir brauchen eine Nachkriegsregelung. Denn wir sind immer noch ein Land, das aktuell besetzt ist von den Amerikanern. Wir brauchen eine friedliche und konstruktive Nachkriegsregelung mit Russland, mit den USA und ein souveränes, wirklich auch stolzes Europa der Nationen. Ich bin ein großer Freund des Grundgedankens der EU gewesen damals. Ich finde, das ist mittlerweile die fürchterlichste Organisation, die wir politisch haben auf dem Kontinent. Ich würde mich über eine Nachfolgeorganisation freuen, die den Nationalstaat bejaht, die Unterschiede wirklich feiert, nicht die Diversität, die als Stichwort hochgehalten wird, sondern die sich sehr freut, dass wir als Österreicher, als Deutsche, als Schweizer miteinander auf einem Kontinent leben, aber eben mit unseren Eigenheiten und mit unserem Nationalstaat. Und ich wünsche mir ein anderes Demokratieverständnis in Deutschland, eine Stärkung der Gewaltenteilung, eine unabhängige Justiz, die nicht weisungsgebunden ist der Politik, eine wirklich souveräne und einen selbstbewussten Parlamentarierstaat, der die Regierung nicht als Befehlsgeber sieht, sondern sich selbstbewusst dagegen stellt, ein neues Wahlsystem, das die Macht der Parteien bricht und dafür sorgt, dass der Deutsche Bundestag nicht besetzt wird über die Clubs der Parteien, die Listen vorgeben, mehr direkte Demokratie, eine Begrenzung der Amtszeiten, beispielsweise von Regierungschefs und Ministern, ein Amtshaftungsrecht, das sie auch politisch und strafrechtlich haftbar macht für grobe Verhältnisse. All das habe ich schon vor Jahren zusammengefasst auf demokratischerneuanfang.de, da habe ich diese Forderung zusammengefasst, die ich für unglaublich unspektakulär halte. Sie sind nicht parteipolitisch, sondern sie sagen letztlich ganz stark vereinfacht, mit der Anschnallpflicht fing alles an. Der Staat hat nicht das Recht, mir vorzuschreiben, ob ich mich im Auto anschnalle oder nicht. Er hat auch nicht das Recht, mir zu erklären, ob ich Waffen besitze oder nicht. Der Staat hat dort einzugreifen, wo ich anfange, in ihre Rechte überzugreifen. Und bis dahin hat er mich in Ruhe zu lassen. Zum Abschluss des Interviews bitte ich Sie noch ganz kurz, dass Sie mir folgende Sätze vervollständigen. Sprich, ich sage den Anfang und Sie sagen ihn quasi fertig. Freiheit ist das Wichtigste überhaupt. Der Great Reset ist ein groß angelegter Betrug und ein Verbrechen. Die Weltherrschaftsagenda der Globalisten ist Gescheitert. Die Corona-Aufarbeitung ist Zwingend notwendig und hat noch nicht begonnen. Ein Krieg in Europa ist Momentan leider sehr wahrscheinlich und wäre das Unglück unserer Generation. Das WEF ist Ausdruck der Hybris der besprochenen Eliten. Die WHO ist Das Gleiche wie das WEF. Das Alternativ-WEF ist Ein wunderbarer Ansatz für ein neues Elitenverständnis. Auf 1 ist Ein hervorragendes Beispiel, wie demokratisches Fernsehen funktionieren kann. Herr Dr. Brandenburg, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.